Jawohl, perfekt. Wir sind live. Herzlichen guten Morgen, herzlich willkommen bei BuildWorld. Heute wieder im Flaggschiff-Format Manage to Zero und eine super spannende Technologielösung. Wir freuen uns heute auf Alasco und dort ein neues Modul vorzustellen, gemeinsam mit über 200 Anmeldungen heute bei BuildWorld. Herzlich willkommen, herzlich guten Morgen. Wie immer auf der BuildWorld, auf der rechten Seite, ganz klassisch im Chat, können Sie heute mit dabei sein. Wir freuen uns dort auf Ihre Fragen, Anmerkungen, Hinweise etc. Wir greifen alles live auf. Natürlich gehen wir heute auch in die Lösung rein, zeigen konkrete Use Cases. Also da herzlich auch die Interaktion mit Ihnen heute gefragt. Da freuen wir uns auf alle Rückmeldungen. In dem Sinne würde ich direkt mal einsteigen. Eine knackige Stunde vor uns und ich freue mich heute zum einen den Gründer und Geschäftsführer von Alasco begrüßen zu dürfen, Benjamin Günther. Erstmal guten Morgen, Benny. Hallo Jonas, vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen. Ja, klasse. Eine Münchner Runde heute. Ihr seid auch in München, so Gründerteam und CDTM, also wirklich ganz stark auch aus der Uni herausgeprägt. Benny, was muss man noch zu euch wissen? So, wie lange gibt es euch auf dem Markt und wie ist so das Ganze auf der ESG-Seite entstanden? Weil letztlich kommt ihr aus dem Kostencontrolling für Developer und vielleicht kannst du uns so ein, zwei Fakten zu euch geben. Wann seid ihr gestartet? Wie viele seid ihr mittlerweile und wie kam dieser ESG-Shift? Sehr gerne. Also mit Alasco sind wir vor knapp 7 Jahren gestartet. Im Gründerteam kennen wir uns schon sehr gut. Wir haben davor schon mal eine Firma zusammen aufgebaut und damals noch an ProSieben verkauft. Wir sind gestartet mit dem Thema Real-Time Controlling für die Real Estate-Branche als SaaS B2B-Lösung. Das heißt, wir haben gesehen, dass die Zusammenarbeit bei allen finanziellen Prozessen in der Real Estate-Industrie holprig ist. Also es sind sehr viele Leute beteiligt, aber die Zusammenarbeit ist sehr schwierig. Also sprich, das meiste wird umgesetzt, besonders im Controlling, mit Excel, E-Mails, aber auch noch Fax und Briefen. Und da haben wir gesehen, dass man einfach mit neuer Technologie, neuer Software allen helfen kann, dass die Prozesse schneller, einfacher und transparenter werden und das quasi eine Win-Win-Situation für alle Beteiligte sind. Also plump gesagt, der kleine Handwerkermeister hat profitiert, dass Alaska im Einsatz ist, weil sein Geld innerhalb von 2 Wochen kam, statt in 3 Monaten, was zu einer ganz anderen Zusammenarbeit und finanziellen Stabilität in den Projekten besorgt hat. Genau, ich glaube, da war das nicht auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Benny, so vor 7 Jahren. Da wissen wir alle, da war noch die PropTech-Welle so ein bisschen am ja, Aufbauen sich und mittlerweile ist es vielleicht auch bei einer Startup-Landschaft ein bisschen schwieriger geworden. Benny, gib uns mal so ein Gefühl, wie groß seid ihr mittlerweile, wie viele Mitarbeitende habt ihr so in München und so von den Geografien? Jetzt seid ihr so aus München heraus gestartet, aber recht schnell wahrscheinlich bundesweit aktiv gewesen. Wo ist mittlerweile Alasco auch vertreten? Genau, also wir sind über die Jahre recht stark gewachsen. Also wir hatten auch von Anfang an Investoren dabei, also insgesamt über 50 Millionen Euro eingesammelt, weil wir eben auch den Schwenk zu ESG gemacht haben, weil wir gesagt haben, man muss ESG mit den Finanzen verknüpfen, damit es wirklich den Impact hat, der dahinter steckt. Da wollen wir heute auch ein bisschen drauf eingehen. Es sind inzwischen über 100 Mitarbeiter. Wir sind alle in München. Also von jedem Entwickler bis Sales und Marketing sitzen alle zusammen in München, was meines Erachtens auch extrem wichtig ist bei dem Thema, weil die Wege müssen kurz sein und da dürfen keine Kommunikationsprobleme entstehen. Von da haben wir also über 300 Kunden auf der ganzen Welt. Also aus München in die Welt sozusagen bringen wir die Software. Klasse. Nee, super spannend. Da guckt man da gemeinsam mal drauf, so ein bisschen auf die Lösung und die Value Proposition. Du hast das Mhm. Thema ESG angeschnitten, denn zum Thema ESG habt ihr einen tollen Experten eingestellt, der bei euch das Thema Produkt führt, Vice President Product. Zwar freue ich mich sehr auf Bene Marzahn, auch schon bei BuildWorld, alter Bekannter. Guten Morgen, Bene. Morgen, Jonas. Schön, dass wir heute dabei sein dürfen. Hi. Klasse. Aber spannender Hintergrund bei dir, das ist live, glaube ich, aus dem Büro, so wie es aussieht. Genau. Wir sitzen im Herzstück von Münchens. Wir schauen hier im Hintergrund auf die Leopoldstraße. Gerade in den aktuellen 2 Wochen plus Expo Real steht, glaube ich, München im deutschen Fokus. Insofern senden wir heute live aus dem Epizentrum Münchens. Ja. Live aus dem Epizentrum mit Wiesen und Expo und allem möglichen Wahnsinn. Klasse, Bene. Vielleicht noch kurz zu dir. Wie kamst du zu Alasco und was ist so ein bisschen im täglichen Doing? Was sind so deine Aufgaben? Was treibt dich am meisten rum auf der Produktseite? Ja, also ich habe im Prinzip die Evolution der Digitalisierung in Deutschland mitgemacht. Ich war selber bei einem Startup vor 12 Jahren aktiv, das wir verkauft haben. Ich habe bei einem großen Medienkonzern den Digitalbereich mit aufgebaut und beim eigentlich größten deutschen Digitalkonzern bei Check24 das Produktmanagement verantwortet.
das war alles super spannend, Medien, E-Commerce, alles super. Aber mir hat so ein bisschen der Purpose gefehlt und ich wollte mal eine Software bauen, die vor mir noch kein anderer gebaut hat. Und da lag nichts näher, als irgendwie in eine Branche zu gehen, in der wir täglich sitzen, in der wir hier in dieser Runde auch alle zu dritt sitzen, gerade in der wir wahrscheinlich auch alle in dieser Audience gerade sitzen, nämlich der Immobilienbranche. Und seit 3 Jahren darf ich hier das Thema Finanzen und ESG bei Alasco mit vorantreiben und eine Produktstrategie entwickeln, die beides zusammenbringt. Das funktioniert bislang sehr, sehr gut, was extrem viel Spaß macht, weil wir sehr marktnah arbeiten dürfen. Und ich glaube, so gerade das Thema ESG ist enorm dynamisch. Und ich glaube, da ist es extrem wichtig, auch sich viel auszutauschen. Was ist gerade relevant? Was ist vielleicht auch nicht mehr relevant? Und wie kann man das Ganze für die Branche entsprechend passgenau entwickeln? Perfekt, also stark auf der Development-Seite und nah am Markt. Bene, vielleicht so ganz klassisch so IT-Fragen, wie viele Developer habt ihr so ein bisschen? Kannst du uns da ein Gefühl geben? Und wie tief bist du in der Produktentwicklung mit drin? Oder bist du mehr auf der Kundenseite, Markt? Wie kommen die zwei Sachen zusammen bei dir aus deiner Erfahrung aus bei Check24? Ist ja auch wieder München, aber... Ja, absolut. Also super interdisziplinär. Man muss Markt und Tech integriert denken und ich glaube, da braucht man auch die entsprechende Disziplin. Die habe ich mir im Laufe der Zeit anlernen dürfen. Wir haben ein Team von 60 Produktmanagern, Softwareentwicklern und Designern, auch sehr seniorig. Das heißt, wir haben eine enorme, man nennt das Velocity, eine hohe Geschwindigkeit in der Entwicklung, extrem erfahren, eine sehr, sehr gute Plattform, die einfach gut skalierbar ist. Und wenn man mal sieht, was wir an den Produkten jetzt auch an Neuerungen in den letzten 1 bis 2 Jahren an den Start gebracht haben, zeigt sich das genau so wieder. Wir haben da einfach ein gutes Team, was die Anforderungen vom Markt auch mit extrem hoher Geschwindigkeit dann ins Produkt schieben kann. Ich habe noch nicht das Passwort KI gehört. Bene, mal schauen, ob es noch kommt. Wir wissen ja alle, wie viel da derzeit an Hype im Markt entsteht und irgendwie PropTechs behaupten, sagen wir solche KI-Lösungen und irgendwie eine Whisper API und that's it. Lass uns mal ein bisschen auf die Folien kommen, weil letztlich geht es so ein bisschen um die Value Proposition von Alasco. Ihr habt so ein bisschen was mit dabei. Wir gucken so gemeinsam nochmal auf, ja, wie ihr den Markt auch seht und dann gemeinsam auf einen Business Case. Und heute geht es um das Thema CapEx vor allem. Da steht es direkt CapEx Management für Portfolio und Asset Manager. Ja, ich würde mal übergeben an dich so, Benjamin, so ein bisschen das fehlende Puzzleteil. Was hat denn gefehlt? Ja, genau, das ist unser Thema heute. Also heute ist auch das erste Mal exklusiv bei BuildWorld, dass wir zeigen, woran wir in den letzten Monaten gearbeitet haben. Das ist immer genau das Thema CapEx Management. Weil wie eingangs schon gesagt, als wir mit dem Thema ganz am Anfang mit ESG gestartet sind, haben wir schon gesagt, wir müssen Finanzen und ESG zusammenbringen, damit es wirklich die Durchschlagskraft hat. Und da hat natürlich das Thema CapEx eine sehr spezielle Rolle eingenommen, weshalb wir froh sind, dass wir wirklich so das letzte Puzzleteil unserer ESG-Journey jetzt zeigen können, was ich versuche die Spannung etwas hochzuhalten, in ein paar Minuten dann auch passieren wird und der Bene uns einmal durchführen wird. Genau, vielleicht zum Hintergrund von Alasco nur ergänzend. Wir arbeiten hier auch immer sehr eng mit unseren Kunden zusammen. Also wenn wir etwas entwickeln, wie jetzt das CapEx-Tool, dann kommt das nicht einfach aus dem Blauen raus, sondern das ist wirklich die Erfahrung unserer Kunden. Also wir schauen uns alle Prozesse genau an bei den Kunden, wie wird zum Beispiel CapEx-Management umgesetzt, bringen das dann in Software und in Workflows. Das heißt, am Ende hat man auch ein Produkt, was jetzt nicht nur Alasco sich ausgedacht hat, sondern so ein bisschen das Best-of unserer Kunden ist, wie ja, führende Player in der Branche das Thema CapEx umsetzen. Aber long story short, wir würden heute gern 3 Sachen vorstellen. Das eine mal den Business Case ESG nochmal betrachten, dann, wie gesagt, das Thema CapEx bei Alasco zeigen und dann gern einmal, der Bene hat es schon angeschnitten, ESG ist ein sehr langer, breiter Prozess, einmal darstellen, wie läuft eigentlich dieser Prozess von Ende zu Ende zusammen und warum denken wir, dass man eben den gesamten Prozess in einer Lösung braucht und nicht nur Teile. Das ist ein bisschen der Blick auch nach vorne, wo das Thema ESG hingeht. Aber möchte gerne einmal einsteigen mit dem Thema, dem Business Case von ESG. Und das Credo, das wir haben, den starken Belief, den wir entwickelt haben, ist, der hier auf dem Slide ist. Wir denken, wenn man jetzt mal vom großen Bild ausgeht, wenn man ESG kalkulierbar machen kann, dann ist es ein Investment mit gewissen Kosten, gewissen Return, vergleichbar zu allen anderen Investments. Und dann, wenn wir es schaffen, diese Beziehung zwischen ESG und den Finanzen wirklich stabil darzustellen, dann werden Milliarden an Investments, die im Markt verfügbar sind, in die richtigen, nachhaltigen Investments geleitet.
Und das ist so der Teil, wo wir als Alasco auch Teil der Lösung sein wollen. Weil wenn wir schauen, in anderen Industrien ist schon komplett klar, Climate ist ein finanzielles Risiko. Am klarsten, denke ich immer, wenn man sich jetzt die Katastrophen anschaut und die Versicherungsleistungen, die dahinter stecken und gezahlt werden müssen. Und auch da ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es, einen Zusammenhang zwischen Klima, Dekarbonisierung und dem Business herzustellen. Wir sehen, ich denke, die meisten kennen die Zahlen über die Wichtigkeit von ESG. Das heißt, am Markt, jetzt mal auf High-Level, sind die Auswirkungen schon sichtbar und messbar. Aber wo momentan noch ein Gap aus unserer Sicht besteht, ist, wie schafft man das aufs einzelne Objekt runterzubrechen? Weil hier natürlich immer aggregierte Zahlen vom Markt kommuniziert werden. Aber als Asset Manager, der jetzt ein direktes Objekt vor sich hat, wo es um ESG geht, ist es meist eine Annäherung, aber man schafft es noch nicht, das wirklich mit dem einzelnen individuellen Business Case zu verknüpfen. Und das ist genau, was unser Ansatz ist, den wir heute gerne zeigen wollen. Wir sehen die Lösung, um dorthin zu kommen, auf Objektebene, die Wirtschaftlichkeit zu beweisen. Das ist, was wir ganzheitliches ESG-Management nennen und deswegen auch eben von Anfang bis Ende. Und wir sehen, dass heute auch am Markt hauptsächlich Lösungen für den linken Bereich hier quasi aufgekommen sind. Die erste Frage beim Thema ESG ist ja momentan auch getrieben durch CSRD und der Regulatorik. Wie schaffe ich es denn, compliant zu sein? Das heißt, ich muss Daten sammeln, analysieren, reporten. Das ist, da wir sagen, das reaktive Management von ESG. Das muss man machen. Aber auf der rechten Seite ist genau dieser Connect, wenn ich jetzt die Dekarbonisierungspläne über mein ganzes Portfolio habe, das zu verknüpfen mit der Wirtschaftlichkeit dieser Pläne, der Maßnahmen und der tatsächlichen Umsetzung. Weil erst in der Umsetzung kommen dann die echten Kosten und auch die echten Effekte zutage. Und diese Korrelation muss klar sein, damit ich auch bei der nächsten Planung wieder bessere Entscheidungen treffen kann. Das heißt, ganz knapp gesagt, nur eine ESG-Lösung reicht aus unserer Sicht nicht. Der Connect zwischen ESG und Finanzen ist wirklich essentiell. Lass mich einmal kurz da einsteigen, Benjamin. Vorneweg, wie viel Beratung ist da auch notwendig auf der Kundenseite? Also mit welchen Aufgabenstellungen kommen die Kunden an euch ran? Wollen die Kunden bei euch eine Software oder wollen sie ihr Problem gelöst haben und erstmal aufgeklärt werden, hey, wo bin ich berichtspflichtig und wie gehe ich an das ganze Thema Datenmanagement ran? Also wie viel Beratungsleistung und wie viel Softwareleistung ist da notwendig? Also das ist wirklich das Spannende am Markt, dass es gerade alles gibt. Also wir haben Kunden, die haben komplette Dekarbonisierungspläne mit CapEx-Budgets connected und sagen jetzt, ich muss in die Umsetzung gehen und brauche eine Software dafür, weil auf einmal tausende Mini-Projekte anstehen, die ich managen und controllen muss. Es gibt aber auch weiterhin noch Kunden, die sagen, ich bin noch gar nicht so weit, ich muss erstmal mit der Datensammlung beginnen. Und da gehen wir auch deswegen immer als Beratungsleistung quasi mit den Kunden ins Gespräch, wirklich herauszufinden, was ist heute das Problem, was auf die nächsten 6 Monate das Problem, wie können wir als Alasco helfen und welche zusätzliche Leistungen brauche ich noch. Also konkret gesagt, bei uns kann man Asset, sehen wir nachher, aus dem Office quasi mit Desk Research analysieren, aber ganz am Ende muss ein Berater rein. Da haben wir auch gerade eine Case Study mit Cleats veröffentlicht und ins Gebäude reingehen. Das geben wir natürlich unseren Kunden mit, zu sagen, diesen Bereich kann Alasco lösen und hier bitte mit Cleats, KVL oder sonstigen kooperieren, weil die auch mit Alasco umgehen können. Ja, dann hat man eine Gesamtlösung aus. Dann werden die Bytes zu Bricks wieder und jemand muss ins Gebäude gehen am Ende des Tages. Ganz digital läuft es halt nicht, okay? Also die größte Herausforderung bei ESG ist, es ist ein sehr breiter Prozess, wie wir nachher auch sehen, aber auch sehr tief. Und da die richtige Balance zu finden, was kann Software leisten, was ist eine Service- oder Consulting-Leistung, da helfen wir unseren Kunden so ein bisschen durch den Dschungel, damit dann ganz klarer Fahrplan entsteht, damit Alasco dann auch am Ende den Mehrwert liefern kann, den wir versprechen. Okay. Genau, von daher, also wir sehen CapEx eigentlich aus 2 Dimensionen. Einerseits getrieben aus ESG, also was passiert denn, wenn ich
alle Analysen gemacht habe, wenn ich meine Budgets aufgebaut habe und Dekarbonisierungspläne, dann geht es in die Umsetzung. Und da ist sowohl das Taskmanagement, das Projektmanagement als auch das CapEx-Controlling entscheidend, dass ich wirklich weiß, wo ich stehe im Budget. Und deswegen da vielleicht nochmal zu deiner Eingangsfrage. Ich glaube, vom Timing waren wir deutlich zu früh, was das Thema Cost Controlling damals anging. Das ist heute deutlich relevanter als vor 3, 4 Jahren, würde ich sagen. Aber daher auch quasi der Need für CapEx einerseits getrieben natürlich aus der Umsetzung von ESG. Aber wenn man nochmal von der anderen Seite schaut, auch natürlich was den Markt im Allgemeinen angeht, dieser Shift von auch Development zu Bestand, zeigt, dass wir in den nächsten Jahren ein immenses Investmentvolumen in die Bestandsimmobilien sehen werden. Und aus Kundensicht wiederum ist da die größte Herausforderung, das möchte man nicht wieder mit Excel und E-Mail oder Post controllen, aber auch operativ unterscheiden sich CapEx-Projekte ja von Development-Projekten sehr stark, deutlich kleinteiliger und dadurch noch komplexer. Also wenn wir jetzt eine ESG-Analyse sehen, normalerweise werden so 20, 30 Maßnahmen pro Objekt am Ende umgesetzt. Wenn ich jetzt ein Portfolio von nur 100 Objekten habe, dann sind es gleich mal 2.000, 3.000 Mini-Projekte, die das gleiche Asset-Management-Team wieder controllen, überwachen und reporten muss. Hier hilft dann eben nicht mehr ein Excel zu haben und E-Mails zu verschicken, sondern auch hier gibt es inzwischen deutlich schönere Lösungen. Bei 100 Objekten schaffst du auch nicht 100, also muss ich ehrlicherweise sagen, da schaffst du vielleicht 2 bis 3 pro Jahr. Und da muss halt dementsprechend das Ganze mit Wirtschaftlichkeit im Sinne von auch mit dem Objektstrategie und Vermietungsstand alles zusammenlaufen. Und Benjamin, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass da mit Excel recht schnell die Grenzen aufgezeigt werden. Wahrscheinlich gibt es genug noch, die in Excel unterwegs sind und das alles total zentral in den Asset Manager jeweils lokal da alles in Excel hantiert wird, aber das kann ja nicht die sinnvolle Reise sein, weil, wie du aufgezeigt hast, die Bestandsimmobilien sind im Fokus. Ich glaube, das ist sicherlich dem Markt geschuldet, aber auch dem Thema, ja, wie soll man sagen, das Bauen im Bestand, das da gerade stark im Kommen ist, auch bei Buildwell. Wir merken da auch eine gigantische Nachfrage. Die Leute wollen wissen, wie man Bestand eben umbaut und den Bestand fit machen kann und letztlich die Klimaziele erreicht. Und da wissen wir alle, dass der Neubau nicht dazu viel zu beitragen kann. Ja, so Excel ist in der Tat immer noch der größte Wettbewerber und Excel ist ja auch gut, wenn ich ganz alleine arbeite. Dann auch die Message hier an die Startups, das ist nicht das Startup unter sich, die Wettbewerber oder die Techies, sondern die Excel. Also Microsoft ist der Wettbewerb. Ja, also ist ja auch toll, wenn ich ganz alleine arbeiten würde, kann ich mir in Excel alles so bauen, dass ich das verstehe. Wenn es mal schaut, was für Interaktionen mit Property Management, Asset Management, mit externen Firmen entstehen, wenn da jeder auf seinem Excel arbeitet, dann kracht es natürlich. Das ist, glaube ich, die Erfahrung, die jeder schon gemacht hat. Plus natürlich hinten hast du das Thema so Wirtschaftsprüfer und Nachvollziehbarkeit und alles, was du da irgendwie berechnest und am Ende des Tages behauptest im Reporting und so spätestens muss es testierbar sein und dann wird es halt auch lustig, die Excel-Tabellen wieder zusammenzuklauben und zu sagen, aber so haben wir es gerechnet. Also Nachvollziehbarkeit ist auch noch ein Punkt. Aber weiter im Kontext, wir haben noch viel vor. Ich lasse dich mal hier weitermachen, Benni. Nee, das sind genau unsere Argumente, deswegen red ruhig weiter, Jonas. Nee, vielleicht zusammenfassend, also was nicht nur unsere Auffassung ist, sondern eben auch deswegen des Kundenslide, das wir gezeigt haben, was unsere Meinung bestätigt, ESG muss mit dem Business Case verbunden sein. Und da sind wir sehr stolz, dass wir heute bei Buildword das erstmal zeigen können, wie das live aussieht, wie man das wirklich umsetzen kann. Und da geht der gesamte Respekt an das Team von Bene, deswegen übergebe ich auch gern hier an Bene, das einmal in der Tiefe darzustellen. Sehr gerne. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns heute tatsächlich, das CapEx-Management einmal der Republik vorstellen zu dürfen. Was wir da im Prinzip uns auf die Fahnen geschrieben haben, ist, dass wir so die Brücke zwischen ESG und Asset Management schließen. Wir glauben einfach ganz, ganz stark, und der Markt spiegelt uns das wieder, dass ESG in wahrscheinlich schon wenigen Jahren ein fester Bestandteil vom Asset Management sein wird. Ich vergleiche das so ein bisschen mit der Digitalisierung von vor 10, 12 Jahren. Da gab es ein Unternehmen, einen sogenannten CDO, ein Chief Digital Officer, der hat in einem Unternehmen das komplette Thema Digitalisierung vorangetrieben. Mittlerweile arbeitet jeder im Unternehmen eigentlich digital, sprich, so sehe ich das für ESG eigentlich auch. Ich denke, dass jeder Asset Manager im Prinzip in ein paar Jahren ESG als einen Kernbestandteil seiner Arbeit sieht.
Und da haben wir entsprechend Alasco auch entwickelt. Wir verbinden hier ESG und Asset Management. Wir sehen auf der linken Seite so die Wertschöpfung vom ESG-Bereich, Datensammlung, Analyse, Optimierung und Reporting. Und das CapEx-Management, das ist das fehlende Puzzleteil, das es dann auch in die Umsetzung im Asset Management bringt. Was sind die Herausforderungen? Warum ist das super wichtig? Wir sind eigentlich schon mal im Großteil darauf eingegangen. Aber einmal nochmal hier plakativ zusammengefasst, wir sehen, dass Immobilienwerte sinken, wenn man das Thema ESG nicht ordentlich und richtig priorisiert angeht. Schaut man sich mal CapEx an, dann geht das vom Property Manager bis zum Investor und hat ultra viele Beteiligte. Dieser gesamte Prozess einmal zu orchestrieren, da die Leute zusammenzubringen, ist für sich genommen schon ein enormer Abstimmungsprozess, der sehr viele Ressourcen auch im Asset Management mit sich führt. Und am Ende des Tages das, was Benjamin schon gesagt hat, irgendwie 2.000 bis 3.000 Projekte im Portfolio controllen. Damit wird CapEx zum Multiprojektmanagement. Und ich hoffe, dass wir im Jahr 2030 die 3.000 Milliarden Euro nicht per Excel controlled haben. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und eine Lösung entwickelt, die genau das vorsieht. Und da vielleicht eine Anekdote, die ich ganz spannend fand. Wir haben unser Pilotprodukt CapEx Management von einem Jahr gelauncht. Und einer unserer ersten Kunden hat gesagt, ich habe mal bei uns in der Organisation im Asset Management und die waren da so 30, 40 Leute, mal gefragt, wie hoch eigentlich meine CapEx-Ausgaben in diesem Jahr sind. Das konnte mir keiner sagen, deswegen brauche ich Alasco. Also das mal so als kleine Anekdote. Die Intransparenz ist da immer noch teilweise sehr hoch, wird aber bei solchen Themen natürlich entsprechend auch zum Risikofaktor. Wir sagen an der Stelle Bye-bye zu Excel und E-Mail plakativ. Hallo zum modernen CapEx-Management. Unsere Lösung ermöglicht eine Kollaboration zwischen Investor, Property Manager und Asset Manager, alle Daten in Echtzeit einmal zu managen, diese Daten auch zu besseren Entscheidungen zu nutzen, zu besseren Investitionsentscheidungen. Und am Ende steht natürlich an der entsprechende Return on Invest dann da für das Unternehmen, das erfolgreich ist. Bringen wir das mal eine Flugebene tiefer. Jetzt schauen wir jetzt einmal in die Kernfunktionen. Im Wesentlichen geht es darum, jetzt hier die Maßnahmen im Portfolio ganzheitlich zu budgetieren und zu planen. Das ist so der erste Baustein der Funktion. Dann eine Plattform zu schaffen, wo ich wirklich kollaborieren kann. Das heißt, wo alle Beteiligten vom Property Manager bis zum Investor die entsprechenden CapEx-Maßnahmen einmal ganzheitlich einsehen und zuarbeiten können. Und am Ende für jeden Entscheidungsträger ist es super wichtig, zu jeder Zeit zu sehen, was habe ich ursprünglich mal geplant, wo stehe ich aktuell mit den Kosten und wie wirkt sich das auf meine Businessplanung aus. Durch diese 3 Bausteine gehen wir einmal ganz kurz und machen das mal plakativ und anfassbar. Also wenn ich jetzt, und das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, wir sind jetzt im September, wir planen jetzt mal fiktiv 2025, dann startet Alasco damit, dass ich so eine Art Kanban-Board habe, wo ich alle CapEx-Projekte, die mir entweder vom Property Management vorgeschlagen werden oder die ich aus Asset Management-Sicht oder Businessplan-Sicht vorgelegt habe, hier einmal kollaborieren, zusammenführen kann. Ich kann dann quasi auch in meinen Planungsausschüssen hier die Themen von links nach rechts schieben und man sieht es auf der rechten Seite auch über eine Kommentarfunktion, mich austauschen über den Sinn und Zweck verschiedener CapEx-Maßnahmen für das nächste Jahr. Das ist so im Prinzip die Basis, dass ich sage, welche Themen kommen denn wirklich auch konkret auf den Tisch. Und man sieht hier unten rechts auch, wie wirkt sich das eigentlich dann auf die jeweilige CapEx-Planung aus? Was ist mein aktuelles vorgelegtes Budget fürs nächste Jahr CapEx-seitig? Wie wirkt sich das auf Nachhaltigkeit aus? Wie entwickelt sich auch das für den Straining-Zeitpunkt aus? Weil das ist in allen Investorengesprächen und Anlageausschusssitzungen eigentlich auch Kernrelevanz, wenn es um die Planung für das Folgejahr geht. Rückfrage, Benedikt, auf der rechten Seite, ist das jetzt diese Kommentarfunktion für intern gedacht? Also, dass ich als Asset Manager mit anderen Asset Managern mich da austauschen kann, oder kann ich natürlich auch externe mit einbinden, wie Facility Management, mein externer Property Manager? Also, wie ist diese Chat-Funktion, ist ja ganz interessant. Das ist die interne, externe Chat-Funktion. Also für die externen Projektmanager, die natürlich intern auf dem Projekt arbeiten, ist es genauso gedacht. Und das sind halt Themen, die ich bisher per Telefon und per E-Mail gemacht habe. Und die werden halt jetzt einfach mal zusammengeführt und ich habe eine zentrale Wahrheit, wo alle Mitarbeiter reinarbeiten können. Okay. So, das ist so der erste Schritt. Das ist auch ein ganz schöner Zeitpunkt, September 24 für die Planung 25 da zu nutzen. Dann geht das Ganze auch mit der Verabschiedung durch den Investor in eine Zeitplanung. Man sieht dann hier alle Maßnahmen. Das sind hier mal 10, 15 aufgelistet für die Folgejahre mit der entsprechenden Priorität. Die Themen, die jetzt auch in diesem Jahr irgendwie schon in der Umsetzung sind, sieht man hier im Jahr 24 mit einem Zeitstrahl auch hinterlegt und einem Fortschreitungszeitpunkt. Da sehe ich als Manager auch sofort, was ist der aktuelle Umsetzungsstand, wo stehe ich da und sehe eben auch mit einer Priorität die jeweiligen Themen fürs Folgejahr. Das Ganze nicht nur auf einer Zeitleiste,
sondern am Ende geht es natürlich auch um Kosten. Sehe das Ganze dann eben auch in der Kostenebene tabellarisch aufgelistet, die entsprechenden Maßnahmen hier, einen Überblick, welche Maßnahmen sind bereits abgeschlossen, welche sind aktuell in Bearbeitung, was habe ich dafür jeweils budgetiert und was sind die aktuellen Kosten und wie schaut das Ganze auch in der gesamtheitlichen Perspektive auf das Jahr aus. Das heißt, ich sehe hier auch grün hinterlegt, aktuell alles auf grün. Ich bin weiter im Budget. Wenn das mal auf Rot geht, dann sollte ich mir mal angucken, wo ich da aktuell stehe und was ich dagegen machen kann. Aber hier im Prinzip werden die Zahlen einmal zusammengefügt. Zum einen, was habe ich ursprünglich budgetiert und was ist aktuell schon bezahlt. Woher kommen die bezahlten Beträge hier? Wir kommen ja natürlich aus dem Finanzmanagement, haben da in Teilen unserer Organisation auch viel DNA mit drin. Und da nutzen wir natürlich auch die entsprechenden Module, auch technologisch. Das heißt, wir haben einmal die Möglichkeit, dass man über Alasco die Rechnungen einfach mit Drag and Drop reinziehen kann oder sie an eine Projekt-E-Mail-Adresse schicken kann. Dann werden die hier automatisch ausgelesen, werden mit dem Auftrag verglichen und dann kommen die Ist-Werte in Alasco rein. Wenn ich jetzt sage, ich habe an einer anderen Stelle meinen Rechnungsfreigabeprozess, dann können wir die Daten auch in digitaler Form über eine API entgegennehmen. Das Thema E-Rechnung steht sowieso ab dem kommenden Jahr an in Gesamtdeutschland. Auch da wird so ein Thema dann wahrscheinlich deutlich relevanter werden, die Daten dann in digitaler Form in Empfang zu nehmen. Aber das ist am Ende die Basis dafür, dass ich hier eine Soll-Ist-Betrachtung machen kann. Und das Ganze eben auch, und das ist für den Entscheider, glaube ich, am Ende auch super relevant, nach vorne gerichtet im Controlling, wo ich dann wirklich sehe auf Businessplan, Jahresscheibe, was habe ich ursprünglich mal budgetiert, was sind die jeweiligen Kostentreiber, wo stehe ich aktuell mit meinen Zahlen im Jahresvergleich und ich sehe auf der rechten Seite auch, in welche Kategorien habe ich investiert und wie kann sich das auch auf Cash-on-Cash und Mietrendite brutto-netto auswirken. Das heißt, wir versuchen hier auch nicht nur Mitarbeiter zusammenzubringen, nicht nur Prozesse zusammenzubringen, sondern am Ende auch dem Entscheider hier ein Cockpit zu geben, wo man wirklich auch sieht, wie das Thema CapEx-Management at Scale sich auf den Businessplan auswirkt. Und das sind so die Kernfunktionen, die dazu führen, dass man wirklich hier über die Plattform einen erheblichen skalierbaren Schritt nach vorne macht, um eben CapEx-Management in der Org effizient aufzusetzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Klingt alles wunderbar. Die ersten Fragen kommen schon. Ich lasse euch mal weiter noch vorlegen. Natürlich geht es dann so mit Verbrauchsdatenerfassung, Single-Tenant, Datenschutz, die ganzen schönen Themen. Bene, geh mal weiter im Kontext und dann hat man nämlich konkreten Use Case. Ich glaube, dann wird es nochmal greifbarer. Absolut. Und dann gehen wir nochmal in die Themen eine Ebene tiefer. Natürlich die Schmankerl der Fragen, aber auf die sind wir natürlich entsprechend vorbereitet. Die beschäftigen unsere Kunden auch. Ja, klar. Also. Sehr gut. Wir machen es einmal anfassbar. Wir gehen mal durch den Use Case und zeigen, wie ESG und CapEx integriert funktioniert. Das Schaubild haben wir mal vorhin in kleiner Form schon mal gesehen. Das ist im Prinzip die Wertschöpfung von ESG-Datenerhebung, Analyse, Optimierung bis hin zur Umsetzung, dem CapEx-Management und ganz wichtig, der Schritt zurück ist natürlich auch relevant, weil wenn ich eine Maßnahme umgesetzt habe, dann fange ich den Kreislauf eigentlich wieder von vorne an. Wenn man mal sieht, dass diese Maßnahmen Jahr für Jahr umgesetzt werden und meine Planung und meine Reportings Jahr für Jahr geschehen, dann glaube ich, wissen wir alle, dass wir bis 2050 diesen Kreislauf hier noch genau 26 Mal durchlaufen werden. Insofern ist da auch nach vorne gerichtet noch einiges zu tun. Wir machen das anfassbar, diesen Kreislauf, anhand eines Beispielobjektes, anhand des Alasco Green Offices, aber mal angelegt im Tool und würden das einmal entsprechend durchspielen. Wir haben hier eine Mischnutzung, Baujahr aus den 80er Jahren mit Wärmeträger, Gas und Öl, 10.000 Quadratmeter BGF, ich glaube, so ein relativ stereotypes Gebäude und würden das einmal jetzt im Rahmen der nächsten Minuten einmal durchspielen. Wir fangen an ganz vorne. Jonas, du hast es schon gesagt, Datenerhebung. Das brauche ich natürlich, ist im Endeffekt die Basis für den gesamten Prozess. Und wenn man mal auf den Markt schaut, auch ehrlicherweise mit das größte Problem, die kommt an Daten. Wie lösen wir das? Und wahrscheinlich ist es auch noch nicht vollumfänglich gelöst, aber wir arbeiten da wunderbar mit den Kunden so zusammen, dass es immer besser wird. Klammer auf, man braucht da einfach aber auch insgesamt Support. Wir gucken aber ganzheitlich auf den Markt und sehen schon auch, was gut funktioniert und wo vielleicht noch ein paar Themen auch bei den jeweiligen Kunden, wo wir mit unterstützen können. Grundsätzlich erstmal Verbrauchsdaten ist super, wenn man die hat. Smart Meter Services ist hoffentlich der Zustand im Jahr 2030. Alle Daten digital kriegen, das ist natürlich unser präferierter Weg. Ein kleiner gemeinsamer Nenner sind die Verbrauchsabrechnungen, die man von den Versorgern bekommt.
Jonas, du hast vorhin schon das Wort KI angesprochen. Ja, endlich. Freue mich, dir das jetzt so mitgeben zu dürfen. Also ich glaube, man kann KI, aus meiner Sicht muss man das immer sehr ehrlich diskutieren. Da ist aber KI wirklich gut, sich Dokumente anzuschauen und die richtigen Daten auszulesen. Das machen wir an der Stelle. Zeige ich gleich, wie das funktioniert. Aber wenn ich die Daten nicht in digitaler Form über Smart Meter habe, irgendeiner will von mir wahrscheinlich Geld. Und insofern sind die Verbrauchsdaten auf den Abrechnungen meistens der kleinste gemeinsame Nenner. Genau. Das Die ist sieht zumindest aber auf auch, einer Jahresebene die Verbrauchsdaten, das hat zumindest irgendwie jeder vorliegen und ich glaube, das ist auch bei den großen Häusern so häufig der Standard, dass dann halt die Praktikanten anfangen, das Zeug auszuwerten. Aber mit einer KI gibt es ja auch mehrere Lösungen am Markt, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist nothing fancy. Ich glaube, das ist so der Standardweg wahrscheinlich. Verbrauchsdaten, Smart Metering, BNE wäre schön, wenn wir so weit sind, aber ich weiß nicht, was euer Echo ist, aber die meisten sind wahrscheinlich eher so auf hier Slide, also 2 und 3 im Sinne von Verbrauchsablesungen und halt Datensammlung über Workflows. Das heißt letztlich wahrscheinlich auch manuelle Excel-Tabellen, die ich theoretisch über Alasco importieren könnte. Also ich könnte zum Beispiel meine Tabellen, mein Sammelsurium schicken, Bene, und ihr harmonisiert das Ganze für mich? per se erstmal ja, aber ich würde mal zeigen, wie ich das viel zentraler und viel stringenter aufsetzen kann, nicht über Workflows und Umfragen, die wir da aufgesetzt haben. Da ist nämlich deutlich mehr Standardisierung dahinter, als wenn ich da versuche, verschiedene Excel-Formate zu mappen. Also insofern, das ist neben den linken Daten, wo es um Verbräuche geht, wo wir sehen, bei CSRD beispielsweise, Jonas, brauchst du halt auch teilweise qualitative Daten. Ja, und wenn ich da 100 Objekte habe, dann hilft es mir, wenn ich einen Workflow und eine Umfrage habe, die das Ganze sammelt. Und wir helfen Unternehmen auch dabei, wenn da jetzt die Verbrauchsdaten nicht vorliegen, dass man verifizierte Hochrechnungen hat, wo man Datenlücken schließen kann. Das ist tatsächlich eines der meistgenutzten Features von Alasco. Also die WPs haben das da draußen auch auditiert und für gut befunden, ist extrem gut dokumentiert und ist tatsächlich eine der Features, die extrem genutzt werden, weil auch da, ehrliche Antwort, keiner da draußen 100% Datenqualität vorliegt. Ja. Genau, aber machen wir es mal anfassbar, gehen wir mal ins Tool rein. Wie schaut das aus? Wir fangen bei Verbrauchsdaten an. Das ist so der Idealzustand. Ich habe alle meine Daten hier in der Verbrauchssektion hinterlegt. Also wir sehen hier links die Navigation und hier auch die Verbrauchssektion, die natürlich die Basis ist für alle Folgeschritte. Hier wunderbar aufgelistet. Einmal die Verbräuche für Wärme. Die entsprechenden Zähler seht ihr unten drunter auf Monatsebene und auch im schönen Vorjahresvergleich. Wenn ich sage, die Daten habe ich jetzt nicht über Smart Meter und kann sie hier, wie dargestellt, über die API entsprechend einspielen, dann kann ich auf Abrechnungen klicken und dann kann ich eine entsprechende Abrechnung hier auch über Alasco Drag and Drop reinziehen. Und die wird dann ausgelesen. Auch da, das ist nichts, was wir jetzt komplett selber gebaut haben, sondern es gibt wunderbar sehr viele gute KI-Anbieter da draußen. Wir kooperieren da mit einem Unternehmen, das mit dem entsprechenden Hosting auch in Deutschland die Daten ausliest und sie dann bei uns ins System einspielt. Wie funktioniert das Ganze? Die Abrechnung geht rein. Die Zählerdaten werden ausgelesen, die Verbrauchsperiode und auch den jeweiligen Verbrauch. Und das Ganze wird dann eben auch dann in den Zählern entsprechend zugeordnet. Und wenn ich mir das mal anschaue, dann klickt man mal hier auf einen Zähler in der Mitte, dann sehe ich hier auch in dem entsprechenden Zähler, dass hier die Daten von Alasco eingespielt wurden. Die entsprechenden Verbrauchsdaten und die Dateien der Versorger liegen dann auch dahinter. So kann ich das dann auch immer nochmal matchen. Wir selber haben dann eine Datenqualitätsschleife bei uns, aber trotzdem kann ich das immer nochmal nachvollziehen. Okay. Das ist so im Prinzip der kleinste gemeinsame Nenner. Und wenn ich dann im Prinzip einmal nach vorne gehe und mir wieder die Daten auf der Monatsebene anschaue, dann will ich natürlich wissen, nicht nur, wie schaut das einmal aus, sondern wo fehlen mir vielleicht auch Daten, ja, weil auch da brauche ich ein entsprechendes Datenmanagement. Und da sieht man dann auch eben in der Maske der Datenvollständigkeit, wo ich vielleicht noch gucken muss, dass die Abrechnungen reingezogen werden oder ich über andere Wege die entsprechenden Daten einmal generiere. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, da geht es vor allem um quantitative Daten. Wir haben aber auch, sehen einfach, dass sehr viele qualitative Daten gesammelt werden müssen und da kann Digitalisierung auch standardisieren. Wenn man jetzt hier beispielsweise mal reingeht in unsere Umfragen-Feature, ich habe hier mal gestern noch eine erstellt, eine Umfrage für das Alasco Green Asset und hier kann ich im Prinzip für jetzt hier in dem Fall von mir definierte Fragen zu Gebäudendaten, diese einmal als Fragenkatalog und Datenfeld definiert. Ich ziehe das dann in eine Umfrage rüber, kann dann auch vorgeben, welche Antwortmöglichkeiten sind, also wie in einem Excel, wo ich sage, ich habe irgendwie Dependent Dropdown, ja, nein, oder ich kann nur Prozente eingeben oder ich kann nur Zahlen eingeben oder ich kann aus vorgeschlagenen Antworten auswählen. Und diese Daten können dann einem Property Manager, einem Facility Manager als Umfrage zur Verfügung gestellt werden. Und das sieht man hier.
Ich gehe nochmal rein, sorry. Hier kann die Umfrage entsprechend benennen, kann dem Ganzen auch eine Frist hinterlegen. Also jetzt beispielsweise bis kommenden Freitag muss diese Umfrage beantwortet werden. Das Ganze geht für das Alasco Green Asset und ich weise das jetzt hier einem verantwortlichen Benutzer zu, der auch an Alasco Zugriff hat. Und so können dann eben entsprechende Daten auch gesammelt werden, wo ich nicht irgendwie Excel-Listen rausschicke und das eintragen, sondern es erfolgt zentralisiert. Ich habe uns mal ein Gefühl, Bene, wie viele Fragen habt ihr theoretisch da hinterlegt, eine Maximalausprägung, und gibt es dann verschiedene Schwerpunkte? Also einmal Energie, Vermietungsstand, also wie tief geht ihr denn bei diesen Fragen rein und wie habt ihr die entwickelt? Also ist das eine Eigenentwicklung? Habt ihr das mit Partnern gemacht? Also wir geben da tatsächlich Orientierung über einen Standardfragenkatalog, da geht es vor allem um SFDR und CSRD. Okay. Aber am Ende ist das Reporting-Thema halt auch super individuell. Und deswegen bieten wir da eine Möglichkeit, dass man im Prinzip diese Fragen als Fragenkatalog selber anlegen kann. Das heißt, ich kann sagen, jetzt eine Frage, wie hoch ist meine Green Lease Vermietungsquote? Und gebe das Datenfeld an, bitte immer in Prozent antworten. Und das schiebe ich einmal in meine Umfrage rein und mache diese Umfrage vielleicht für 2 Gebäude und 3 Property Manager. Und dann geht das raus. Also es ist super individuell konfigurierbar, weil die Breite der Themen da einfach sehr, sehr hoch ist. Genau, also das zum Thema Datensammlung. Jetzt haben wir hoffentlich den Fall einer perfekten Datensammlung. Ist tatsächlich herausfordernd, aber am Ende auch irgendwie immer möglich, zumindest um da eine erste Indikation für die Analyse zu bekommen. Und dann geht man in eine Analyse. Ich glaube, das ist mittlerweile jedem bekannt da draußen. Man schaut sich Energie und Emissionen an, man schaut sich CRREM an. Und wenn man hier einmal reinklickt, sieht man auch, dass die entsprechenden Daten, die für CRREM notwendig sind, Wärme, Strom etc. auch hier in Alasco einfließen. Hier habe ich den schönen Fall, dass ich eben die entsprechenden Daten einmal importiert habe. Hier sieht man auch Verbräuche importieren aus der Verbrauchssektion. Ich habe aber auch gesehen, ich habe noch ein paar Datenlücken gehabt, die habe ich dann hier über die entsprechenden Hochrechnungen gelöst, sodass ich am Ende auch ohne 100% Datenvollständigkeit zu einem Erstergebnis komme, das mir eine Erstindikation gibt über meine Risiken im Bereich ESG. Wo ich schon gleich voll gestrandet bin. Genau, es ist, glaube ich, kein untypischer Fall da draußen und auch, wie gesagt, echte Daten, die wir da hier auch mit rangezogen haben, aber ein schönes Beispiel einfach, dass ich da aktiv werden muss. Genau. Also die Frage von Tizian, klar, haben wir damit schon halbwegs beantwortet. Wir erstellen Sie die Verbrauchsdatenerfassung sicher, vor allem bei Single-Tenants, die gegebenenfalls ihre Daten nicht teilen möchten. Das heißt, Bene, ihr habt da Hochrechnungsfunktionen. Natürlich der Standard-Case, dass du halt auf einer Mieterebene super schwer an die Daten rankommst. Da wissen wir alle, Green Lease-Klauseln schön und gut, aber in der Praxis sieht es ein bisschen anders aus. Also da könnt ihr quasi hochrechnen und für plausibilisieren wahrscheinlich. Dann habt ihr irgendwie so ein Konfidenzintervall, wo unterwegs seid, wahrscheinlich mit Vergleichsdaten, oder Bene? Konfidenz ist aber das ist wirklich extrem gut. 90, teilweise 95%. Also wie gesagt, ist auditiert und ist nicht umsonst eines der meistgenutzten Features bei Alasco. Okay. Also CRREM-Pfad, Haken dran. Müssen wir noch kurz drauf schauen. CO2, Emissionen, Energie. Die Energieeffizienzklassen, doofe Rückfrage. Das ist jetzt, ich meine, für Wohngebäude wissen wir alle, gibt es da einen Standard. Für Nicht-Wohngebäude ist das immer so ein bisschen Höllenthema, weil es da irgendwie 4 Ansätze gibt oder mindestens mal 3, glaube ich. Wie habt ihr diese Energieeffizienzklassen gebildet, wenn es nicht Wohngebäude sind? Wir haben uns an dem Fraunhofer Standard orientiert. Ich glaube, da ist sicherlich noch ein bisschen Volatilität in der Diskussion drin. Also unsere Aufgabe ist es, irgendwie Standards abzubilden, die in unserer Kundengruppe die höchste Akzeptanz genießen. Ja. Hatten wir mit Fraunhofer das Gefühl, dass das der kleinste gemeinsame Nenner ist. Ja, okay. Gut, dann schauen wir einmal drauf. Es geht nach vorne weiter. Wir sind gemerkt, das Ding strandet. Wir gehen in die Optimierung. Auch das, glaube ich, ein sehr, sehr logischer nächster Schritt. Und wir sind quasi im Optimierungsfeature von Alasco. Und was man hier sieht, ist, dass man dann hier verschiedene Maßnahmen ableiten kann, um nach vorne hin den Training-Zeitpunkt zu optimieren. Ich gehe da gleich nochmal kurz drauf ein, wie das funktioniert. Aber grundsätzlich kann ich hier verschiedene Szenarien abbilden. Das heißt, ich habe hier mal Manage-to-Core-Strategie und Manage-to-Green-Strategie schon mal vorkonfiguriert. Wenn ich jetzt hier zwischen den beiden switche, sehe ich auch, ich kann von links nach rechts gehen und sehe auch den Unterschied zwischen den beiden Strategien. Auch das ist für jede Investorendiskussion immer sehr hilfreich. Und wie wir auf das Ganze schauen, ist, dass wir einen verschiedenen Maßnahmenkatalog anbieten, wo wir Maßnahmen vorschlagen. Die können aber alle überschrieben werden und ich kann jede Art von weiterer Maßnahme, die mir mein Berater vielleicht auch mitgegeben hat, in dieses Tool integrieren und im Prinzip so meinen Dekarbonisierungsfahrplan auch customizen. Wollte ich schon so nachfragen, so die Energieberater, ist das dann für euch Wettbewerb oder sinnvolle Ergänzung? Ich meine, am Ende des Tages braucht es ja irgendwie noch jemanden, der ans Objekt geht, der nochmal Maßnahmen plausibilisiert. Also wie weit geht ihr bei dieser Maßnahmenplanung wirklich dann?
Ich glaube, du hast es eigentlich schon beantwortet. Man braucht einen, der ins Objekt geht. Wir sind für das Büro eine Erstindikation und man kann da mit erste Simulationen durchspielen. Wir haben natürlich Berechnungen, die hinter gewissen Hypothesen und Annahmen stehen. Und wenn man aber dann, sie geben so 80% Erstindikationen. So, aber wenn ich dann natürlich ins Gebäude gehe, da habe ich 100% Vollindikation und dann kann ich diese Maßnahmen entweder überschreiben oder Maßnahmen, die dann gebäudeindividuell sind, noch ergänzen. Da sind wir dann am Ende auch ein individualisierbares Frontend. Okay. Aber das ist, glaube ich, da, wo Software auch eine große Hilfestellung bieten kann. Also es geht am Ende auch wieder darum, dass der Output eines Beraters ist meistens noch PDF und dann habe ich da Pläne und Infos. Ja. Und nach einem Jahr ist das veraltet. Von daher, der Output des Beraters ist wieder der Input von Alasco und ich kann es einfach in Alasco weiterverarbeiten. So ist der Loop am Ende. Und ich habe immer diese eine Plattform, wo der reinschaut. Und wenn der Berater da die Infos reingepflegt hat, wunderbar, habe ich ein standardisiertes Format, jeder versteht es und ich habe alles portfolioweit zentralisiert. Dann helft mir mal auf der Kundenseite, Minimum Laufzeit, dann sinnvollerweise ein Jahr bei euch. Also wahrscheinlich kann ich nicht unter einem Jahr abschließen, weil ich brauche ja eine gewisse Regelmäßigkeit. Oder was sind so die Laufzeiten, die Kunden bei euch standardmäßig abschließen? Genau, also geht bei einem Jahr los, aber nach oben offen, sage ich mal. Also Wird es günstiger, wenn ich länger mache? Also. da kann man immer besser miteinander sprechen, ja. Okay. Genau. Ja, also ich glaube, langfristige Zusammenarbeit ist immer gut. Ich versuche jetzt mal die Brücke zu schließen wieder hier rüber. Langfristig soll auch dieser Dekarbonisierungsfahrplan sein. Wir schauen nicht nur auf ESG, wir schauen auch auf Wirtschaftlichkeit. Man sieht hier Investitionskosten, Fördermittel der jeweiligen Maßnahmen, auch das hochgerechnet. Wenn ich dann sage, ich möchte mal eine neue Maßnahme zufügen, wie kann mir Alasco helfen? Kann man hier ein Szenario hinzufügen. Ich sage, ich möchte jetzt auch Energieeffizienz optimieren, weil F ist nicht gut. Dann gibt es eine Strategie, Emission- oder Energieoptimierung. Ich gehe drauf und dann kann ich entweder Empfehlungen erhalten oder die Maßnahmen selbst hinzufügen. Machen wir mal ganz kurz das Empfehlungsthema. Hier klicke ich rein, dann sehe ich, weil wir auch da die verschiedenen Gebäude entscheiden, sehe ich dann im Prinzip eine Empfehlung, gerankt nach dem jeweiligen Impact. Ja. Und kann dann hier die entsprechende Maßnahme hinzufügen, die mich hier von F auf D bringt, wie ich auch sehe. Und dann diese Maßnahme hier dem Diagramm hinzufügen. Schaue ich mal in die Maßnahme selber rein, sehe ich im Prinzip dann auch hier eine Detailansicht der jeweiligen Effekte plus auch unsere Annahmen, die mit verbunden sind, die kann ich alle überschreiben. Und was immer ganz spannend ist und was die Kunden immer fragen, so wie ist es eigentlich mit Förderungen? So, da haben wir eine Echtzeitschnittstelle mit Febis. Das ist eine der etabliertesten Fördermitteldatenbanken in Deutschland. Da kann ich die aktuellsten Förderprogramme Stand jetzt mir immer zeigen lassen und sie dann jeweils hinzufügen. Und wenn ich hier mal auf so das KfW-Programm draufklicke, dann sehe ich auch sofort den entsprechenden Gesetzestext. Wer ist antragsberechtigt, wer ist nicht antragsberechtigt. Ich glaube, das ist ein Riesending. Das merken wir aber auch bei Bildbert, bei der Diskussion. Die Leute sind echt hart überfordert, was das Thema Förderungen angeht. Ich glaube, das ist ein Riesen-Mehrwert, Bene, ganz ehrlich. Was wirklich Transparenz dargestellt wird und hoffentlich aktuell Stand oben, ganz heute perfekt. Also, es ist eine Schnittstelle, so eine Schnittstelle in Echtzeit. Wir greifen auf eine Echtzeitdatenbank zu. Wenn du morgen früh um 8 reinschaust, ist die wahrscheinlich wieder ein bisschen anders, aber du hast immer keine Daten. Wir können natürlich nicht garantieren, dass die Fördermittel in 2 Jahren noch verfügbar sind, aber wir wissen zumindest, das ist der aktuelle Stand und den können wir transparent machen. Also Febis ist die Datenbank für alle, maximal transparent, wo die Daten auch herkommen, okay? Und schließ mal ganz schnell den Blick ins CapEx-Management. Wir haben jetzt gesagt, Wärmepumpe it is, macht total viel Sinn, weil neben den Kosten auch viele Förderungen möglich sind und insgesamt dadurch der Stranded-Zeitpunkt um 11 Jahre nach vorne verschoben werden kann. Wie mache ich das in Alasco? Klicke hier auf die 3 Punkte, gehe auf Maßnahme umsetzen und sehe hier einmal auch die entsprechenden Eckdaten, Name, Kosten und auch den Umsetzungszeitpunkt. Das möchte ich fürs Folgejahr hinzufügen. Macht ja Sinn. Wir sprechen jetzt im September 24 für 25. Dann klicke ich auf Hinzufügen und dann lande ich direkt im CapEx-Management. Und da haben wir ein bisschen Wiedererkennungswert zuvor. Wir haben hier den Businessplan für das Alasco Green Asset. Und ich kann jetzt hier die Wärmepumpe in das Jahr 25 reinschieben. Das kann man sich wirklich vorstellen wie so ein Kanban-Board, wo ich dann auch verschiedene Szenarien so zwischen, keine Ahnung, Head of Asset Management und Asset Management einmal abstimmen kann und dann auch gucke, was lege ich meinem Investor für 25 vor. Und wenn ich das dann auch aufgesetzt habe, landet das auch entsprechend hier oben rechts. Sieht man es in meiner Planung für 2025 auf der Zeitleiste. Das heißt,
hohe Relevanz für die Umsetzung, ist geplant von Q1 bis Q4. Und wenn ich dann nicht nur die Zeitleiste sehen möchte, sondern auch meine tabellarische Funktion mit Blick auf Kosten und Budget, dann sehe ich, dass diese Wärmepumpe hier für 25 mit 481.000 entsprechend budgetiert ist. Und das Ganze auch in meinem Gesamtbudget fürs Objekt hinterlegt ist. Und das ist dann im Prinzip so die Sichtweise, wo dann auch vielleicht eine Geschäftsführung, ein Investor drauf schaut, auf das Portfolio, auf das Fonds. Ich sehe hier im Prinzip das Alasco Green Asset für 24 hier noch mit geringeren Volumina hinterlegt. Aber Ziel ist eben auch, dass ich dann, das Plan ist, für 24 jeweils sinken kann und auch da sehe, was ist, wo bin ich grün, wo bin ich nicht grün, wo muss ich agieren. Da ist CapEx ein wesentlicher Punkt. Wir bieten aber auch OpEx ab als Unterbaustein, aber es geht im Wesentlichen hier um CapEx. Aber grundsätzlich sieht man auch damit, der Alasco wird sich auch in Richtung Businessplan so stärker entwickeln, weil am Ende ESG auch eine Businessplan-Perspektive ist. Und wenn man das dann hier einmal abschließt, ist es so, dass dieser Kreislauf von links nach rechts einmal durchlaufen werden kann. Aber richtig spannend wird es auch, und das ist was wir uns in 25 tiefer anschauen werden oder auch in die Plattform bringen werden. Wenn die Maßnahmen dann umgesetzt sind, wie schaut das dann eigentlich mit dem Impact auf die Datenhebung aus? Das heißt, in dem Fall, wenn die Wärmepumpe Ende 25 umgesetzt wäre, wie schaut es eigentlich mit den ESG-Daten in 2026 aus? Ja. Das habe ich mir ursprünglich von diesem Effekt erhofft und wie ist am Ende eingetreten? Und ich glaube, das ist die nächste sehr spannende Frage, die wir uns im Kontext von ESG dann auch stellen können. Genau. Benny, einmal nochmal zu dir. Ja, ich glaube, also da die Klammer zu schließen, weil wir eben auch perspektivisch sehen, dass alles eben in einer Plattform abgebildet sein sollte, ist, glaube ich, auch wenn man sich überlegt, wie wollen wir in 3 Jahren arbeiten. Wenn man sieht, die Zusammenarbeit mit dem Property Manager, mit Externen, die startet ja von der Datenerhebung, dem Nachhaken bis zur Umsetzung, bis zum Rechnungscontrolling. Wenn ich dann immer andere Kommunikationswege habe, wird es wieder ein Riesendurcheinander. Also da ist dann der Sprung weg von Excel gar nicht mehr so hoch. Oder eben auch, wenn, wie der Bene gesagt hat, also wirklich durchgängig die Korrelation zwischen ESG und Finanzen zu tracken. Wenn sich die Kosten von der Maßnahme ändern, wenn sich eine Förderung ändert, dann hat das wieder Auswirkungen auf meine Planung, welche Maßnahme am wirtschaftlichsten ist, dass ich vielleicht umplanen muss. Und natürlich ganz plump, wenn eine Maßnahme abgeschlossen ist, dann ändert sich ja wieder die Analyse des Assets und des gesamten Portfolios. Also da sind so viele Wechselwirkungen in dieser ganzen Wertschöpfungskette, in der ganzen User Journey von Anfang bis Ende, die gegenseitig Auswirkungen haben, sodass wir das alles in eine Plattform gebracht haben. Doofe Frage, Umlagefähigkeit von Maßnahmen, ist das bei euch auch mit abgebildet? Also, dass man sagt, was von den Maßnahmen auf Mieter umlegbar ist? Wahrscheinlich in dem Fall für den kompletten Finanzplan wahrscheinlich auch, oder? Ja, also wird aktuell einfach noch manuell hinterlegt, ehrlicherweise. Das ist nicht total trivial. Wir haben jetzt erstmal gesagt, wir konzentrieren uns auf die CapEx Basics und solche Themen kommen dann sukzessive noch dazu. Ja. Okay. Genau. Aber ich glaube, Benny, das ist nochmal uns wichtig, nach vorne hin für die Branche. Am Ende ist ESG ein Risikofaktor und ich glaube, wir werden es am Ende nur schaffen, wenn wir auch den Connect zwischen ESG und Profitabilität hier einmal aufzeigen können. Genau. Ich glaube, das ist super eindrucksvoll bei euch, wenn es um das Thema Controlling geht und allgemein im Asset Management, wo ihr letztlich auch herkommt, also letztlich mit Zahlen zu hantieren, Forecast zu machen. Ich glaube, das ist super beeindruckend, weil da gibt es super wenige Lösungen, die das so in der Tiefe können. Lass uns mal auf die Energie- und CO2-Seite wechseln. Ich würde einmal ganz kurz, ganz flächig den Bildschirm mal beenden. Wir gucken auf ein paar Fragen, weil wir wissen ja, Leute, bei Bildwörter gibt es mal einige, die wollen es sehr tief und sehr genau wissen. Vielleicht so eine naheliegende Frage von Peter Becker von RealCube. Woher nimmt ihr die vorgeschlagenen Maßnahmen? Also, Bene, sind das irgendwie Standardszenarien, die ihr irgendwie aus Datenbanken habt? Bei CREM ist ja auch so eine Datenbank hinterlegt an Standardmaßnahmen aus Forschungsprojekten. Oder geht ihr da, sage ich mal, tiefer rein? Weil eine Frage war ja auch so das Thema Gebäudehülle, 3D-Modelle, Gebäudevolumina. Gib uns mal so ein Gefühl für die Maßnahmen an der Fassade zum Beispiel. Wenn ich solche Sachen mache, woher nimmt ihr da diese Werte? Genau, also erstmal haben wir einen Standardkatalog, der sich auch ehrlicherweise sehr stark an CREM orientiert. Am Ende wollen wir Hilfe zur Selbsthilfe sein, wir wollen das alles zusammenbringen. Da wird sicherlich die eine oder andere Maßnahme, die im Klein-Klein dann auch nochmal viel gebäudeindividueller drin ist, die bei uns nicht abgebildet ist, aber ich sag mal 85% bis 90% des Maßnahmenkatalogs ist einfach mal erstmal per se standardisiert hinterlegt.
und mit Schätzungen verbunden. So, woher kommen die Schätzungen? Und ich glaube, das ist immer die Gretchenfrage. Wir haben da verschiedene Kooperationen. Die Daten und die Rechenmodelle, die kommen nicht von uns, sondern von Forschungsinstituten, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, die entsprechend auch bei uns in der Plattform dokumentiert und lizenziert sind und die dann am Ende des Tages die jeweiligen Maßnahmen auch energetisch abbilden und die Schätzungen ableiten. So ein Beispiel wie jetzt irgendwie eine Fassade oder auch eine Fensterdämmung, da können wir beispielsweise auf Bauteilebene das jeweilige Baujahr oder auch das letzte Sanierungsjahr ableiten. Dann hat man den U-Wert, den vergleicht man mit, wenn man heute nach KfW oder GEG modernisiert und daraus ergibt sich dann natürlich eine gewisse Differenz, die sich auch energetisch ableitet. Also über Baualtersklassen kommst du, glaube ich, ganz gut hin. Das ist auch so ein Standardverfahren, glaube ich. Das ist ganz gut, weil du einfach den Energiebedarf zum jeweiligen Jahr dabei weißt und dann kannst du es dementsprechend rechnen. Ich glaube, super wichtig, das ist eine erste Indikation, hat ja auch Bene klar gesagt. Das ist nicht die 100% Abdeckung, aber im gewissen Intervall sind unterwegs. 90 plus hast du gesagt, das Konfidenzintervall. Da sind wir unterwegs bei den Maßnahmen. Haken dran. Eine Frage war noch Richtung S&G. Jetzt haben wir recht stark auf der E-Seite rumhantiert. Du hast über Strom und Wärme gesprochen, natürlich. Das Thema Wasser war, glaube ich, auch zu sehen auf einer Zählerebene. Jetzt kommen natürlich diese S&G-Geschichten. Wie erfasst ihr sowas auf einer Objektstrategie-Ebene? Also S&G sehe ich vor allen Dingen, also das ist natürlich immer erstmal ein schönes Beispiel, E ist am plakativsten für alle und deswegen auch sofort am intuitivsten hier zu verstehen. S&G ist zunehmend relevanter, muss ich sagen, vor allem mal durch die Regulatorik geprägt, wenn man sich jetzt mal anschaut, was CSRD da auch fordert, dann betrachten wir das. Ich sehe so ein bisschen, es fehlt noch der klare Standardkatalog der Kriterien, ähnlich wie es halt eben schon gibt. So ein CREM für S&G wäre super, sage ich mal. Und insofern ist das so über diese Datensammlung und die Umfrage eigentlich so aktuell das, wo wir die meiste Usage drauf haben, dass die Leute im Prinzip ihre Kriterien selbst definieren und das ganzheitlich erstmal so zusammensammeln, dass die Umfragen entsprechend an die FMs, an die PMs rausgesandt werden und das dann eben im Reporting aufgeht. Ich glaube, wenn daraus sich CapEx-Maßnahmen ergeben, dann können wir dann landen die genauso in dem Businessplan. Wenn es irgendwann einen Standard gibt, da habt ihr den auch integriert, klar. Aber die Antwort hast du ja gesagt, im Endeffekt kannst du es per Fragenkatalog hinterlegen und dementsprechend ausspielen. Es ist, glaube ich, alles modular. Das ist das Wichtige und das Spannende bei Alasco. Du kannst es dir modular zurechtlegen, wie du es auch brauchst, an externe Stakeholder schicken und dann die Daten letztlich auch selbst erfassen in dem Tool und mitspielen. Genau, richtig. Also das muss man ehrlich sagen, das ist schon nicht so verkehrt. Eine Frage auf der CREM-Seite natürlich. Martin Berger ist natürlich auch hier unser CREM-Spezialist immer aus dem Chat als ESG-Berater. Werden eure Pfade automatisch aktualisiert, wenn CREM auch wieder die Daten aktualisiert? Wir wissen ja alle, die Kurven werden immer wieder steiler, weil wir unsere Budgets dahin schmelzen sehen. Letztes Mal war es mit 5 Jahre Differenz. Das heißt, wie geht ihr mit diesen Aktualisierungen auf der CREM-Seite um? Weil ihr wahrscheinlich stark CREM-basiert seid, so Stromszenarien, Emissionsfaktoren und sowas. Bene, wie automatisiert geht es bei euch? Muss ich jedes Mal händisch anfangen, wenn es ein Update gibt? Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Erstmal schöne Grüße an den lieben Martin und vielen Dank für die Frage. Auch da haben wir uns massiv evolutioniert natürlich. Wir sind der CREM Data Partner. Es gab da im April ein Update auf eine Version, ich meine, es war die V2.05. Und das Ganze wurde im April kommuniziert, auch relativ ad hoc. Und 1,5 Wochen später waren die Daten der Alasco, die entsprechenden Graphen auch aktualisiert. Wir haben da auch mittlerweile eigene Mitarbeiter, die sich mit dem Thema sehr gut auseinandersetzen, die auch den ein oder anderen Bug im CREM gefunden haben. Ja. Also das schreiben wir uns mittlerweile mit ein bisschen Da gibt Stolz es einige Bugs, ja. auf die Fahnen. Insofern ist, dass die Dinge auditierbar sind, müssen sie aktuell sein. Ja. Deswegen haben wir da den Anspruch, auch das zu hinterlegen. Man kann aber auch, wenn ich alte Pfade sehen möchte, auch das ist ja vielleicht auch durchaus für den einen oder anderen relevant, kann ich die jeweils auswählen und auch ältere Pfade, wenn das eine 2.0 ist, auf die ich gehe. Wenn du sagst auswählen, kann ich auch so mit Strommix-Szenarien spielen. Es gibt ja verschiedene Annahmen auf dem Strommix, dass wir 2045 klimaneutral sind. Gibt es ja verschiedene Szenarien so letztlich für dieses lange Ende der Kurve, dass hier da verschiedene Szenarien, so Basisszenario, irgendwie Worst Case, was die Dekarbonisierung der Netze angeht, mit hinterlegt? Nee, das ist tatsächlich, wir versuchen da mit einem Standard zu arbeiten. Ich glaube, das ist dann schon ein bisschen mehr sophisticated, dass ich da muss ich ja wirklich auch mich energetisch sehr da auskennen. Wenn ich mit eigenen Emissionsfaktoren spiele, da sehe ich, dass der Gros der Leute das gar nicht braucht. Dann versuchen wir das zu vereinfachen. Ja. Anderer Punkt natürlich in der Diskussion ist das Thema CO2-Steuer und auch vermeintliche CO2-Schattenpreise, die sich ja auch auswirken. Auf einer Objektebene vielleicht noch ein bisschen geringer, aber spätestens auf einer Portfolioebene aggregiert wird es ja recht schnell, recht teuer auch. Wie kann man mit solchen Reglern bei euch spielen? Also gibt es einen Standard-CO2-Preis, der sich aber auch kumuliert oder erhöht?
Ja, habt ihr vielleicht gesehen, das war in einer kleinen Kachel ein bisschen noch versteckter. Ja? Kann man, wenn die Präsentation umgeschickt wird, kann man das auch nochmal sich anschauen. Also wir haben da die CO2-Preise hinterlegt und in der Optimierung zeigen wir auch auf, wie sich die CO2-Einsparungen, je nachdem, wie das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter an der Stelle ist, wie viel das aufgeteilt werden muss, wie sich das nach vorne dann auch in den Einsparungen abbildet. Ich bin gespannt, was ETS 2 an der Stelle ab 2027 für uns bereithält. Aber ich denke, dass wir da auch mit deutlich höheren CO2-Kosten rechnen dürfen. Und insofern ist es sicherlich auch ein Faktor, den es bei jeder Investitionsplanung zu berücksichtigen gilt. Perfekt. Jetzt habe ich noch eine so gemeine Frage, wo es super wenig Lösungen auf dem Markt gibt. Das ist das Thema so Lebenszyklusanalyse, Lebenszykluskosten und das Thema graue Emissionen, weil natürlich bei Sanierungsmaßnahmen nicht nur der Krempfad sich verändert, sondern auch natürlich die CO2-Bilanz, wenn man es sauber rechnen würde nach den grauen Emissionen. Da gibt es natürlich im Markt super wenig und ich schätze, bei euch ist es auch noch auf der Roadmap. Aber gibt man uns mal ein Gefühl, wie kann man solche also in der Tiefe CO2-Emissionen aus der Lebenszyklusphasen bei euch mit perspektivisch darstellen? Für uns, ich meine, wir haben ja eine Kundengruppe, die sowohl Developer als auch Bestandshalter beinhaltet. Insofern könnt ihr euch vorstellen, gerade für den Development-Bereich super, super relevant, kein CSRD-Reporting und es gab Scope 3 Emissionen für den Neubau. Deswegen, glaube ich, hat das Thema deutlich an Relevanz gewonnen, Embodied Carbon versus Operational Carbon. Wir werden das in 2025 umsetzen, auch da ähnlich wie BKI, nicht selbst, sondern wir werden das mit einem Partner machen. Da schauen wir uns gerade verschiedene Lösungen an. Wie kann man sich das vorstellen? In Alasco dann eben die Materialbeschaffenheit und die Baumaterialien auswählen. Dahinter steht dann über den Partner ein entsprechender Katasterkatalog und die Emissionsfaktoren. Und dann kann eben eine Lebenszyklusanalyse, aber auch ein Lifecycle Cost Assessment im Prinzip durchgeführt werden, das dann auch in Alasco eingesehen werden kann. Aber da merken wir schon, das ist ultra tief. So, wir sind eher der Helikopter in der Wertschöpfung. Und insofern ist das was, wo wir uns. Aber rein technisch bekommt ihr das locker hin, weil letztlich ist nur eine Multiplikation. Du brauchst halt dahinter die Daten aus den EPDs und alles Mögliche. Und dann kannst du es letztlich mit Massenvolumen multiplizieren. Ich glaube, also Alasco ist da sicherlich einer der Vorreiter, der es integrieren könnte, weil du gesagt hast, der kommt so aus dieser Projekt-Development-Kiste. Da so war der Ausblick. Aber da muss man ehrlicherweise auf dem Markt sagen, da gibt es ja super wenige, die dann wirklich in der Tiefe, beziehungsweise fast niemanden, der da in der Tiefe das analysieren kann. Aber das gesagt, Helikopterblick war das Wichtige. Ich gucke nochmal auf die Fragen. Ich glaube, wir haben soweit das Thema erarbeitet. 3D-Modelle ist zu viel des Guten, da ihr wirklich auf einer Asset-Management-Perspektive unterwegs seid. Vielleicht so ein bisschen Akzeptanz. Vielleicht könnt ihr noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, Benjamin, auch nochmal. Wenn ihr jetzt mit Asset-Managern sprecht, ich habe es ja auch gesagt, vorneweg, ihr habt die Sachen gemeinsam entwickelt. Wo stehen denn die? Also ist das größte Thema die Datensammlung vorneweg? Ist das Thema hinten auf der Sanierungsmaßnahme, das Priorisieren? Was sind so ein bisschen die Aufgaben der Asset Manager? Weil natürlich auch die Frage war so von Atadane Moradi, was sind die wichtigsten Punkte für euch und eure Kunden? Also kannst du mal runterbrechen, was sind so die 2, 3 wirklichen Hebel? Ja, also wir hatten gestern ein Gespräch dazu und das Bild, das vom Kunden genannt wurde, war Building a Plane while flying. Also man muss eigentlich jetzt ESG-Maßnahmen umsetzen, während man noch Daten sammelt. So. Und wir sehen eigentlich das Gros des Marktes oder unserer Kunden, die sind schon einmal durch den Zyklus durch, für sich selbst, zu sagen, wo stehe ich? Und dann nehme ich halt die Hochrechnungen und mache ich mal eine Planung für die nächsten Jahre und schaue, was macht heute schon Sinn. Da merkt man schon den internen Case, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und der zweite Case ist dann eher der Reporting Layer nochmal. Und der fängt wieder von ganz vorne an. Also eben nicht nur zu sagen, ich frage mal einmal rum und alle Daten, die beim ersten Mal zurückkommen, die nehme ich dann, sondern wirklich eine Datenstruktur aufzubauen, Prozesse aufzubauen, die danach auditierbar sind. Also wie gesagt, das ganze Compliance, dass man nachweisen kann, wer hat welche Daten geliefert und Datenvalidierung, habe ich jetzt hier Wasser oder Strom eingetragen und Co. Also da merken wir, dass der Prozess schon einmal durch ist und jetzt nochmal in einer höheren Genauigkeit umgesetzt wird. Das sind so die Vorreiter im Markt, mit denen wir zusammenarbeiten. Und viele sagen jetzt, wahrscheinlich auch ein bisschen marktgetrieben, jetzt geht es wieder los oder in absehbarer Zeit. Und natürlich bei jeder Transaktion wird jeder fragen, wo ist hier die ESG-DD, was muss ich investieren, wo ist der Stranding-Zeitpunkt. Also da sehen wir wirklich an jedem Schritt in der Immobilien-Journey stehen die Kunden. Daher fällt es immer sehr schwer, das zu pauschalisieren. Aber ich denke schon,
Die Schritte, die ich immer empfehle, ist erstmal für sich selber klar zu werden, was möchte ich denn umsetzen, eine eigene Strategie aufzubauen und dann natürlich das Müssen sozusagen, also Reporting-Struktur aufzubauen, mit der ich auch wirklich sicher bin und compliant meine Projekte umsetzen kann. Perfekt. Und ihr habt gesagt, ich bin ja so auf der Tonspur CSRD, SFDA, das seid ihr auch fit, EU-Taxonomie und Co. Also da letztlich könnt ihr auch die dementsprechenden Felder liefern, die man eben befüllen muss, um das Ganze vom Wirtschaftsprüfer abgenommen zu bekommen. Also super spannend. Lieben Dank für die Premiere hier bei BuildWorld zur ESG CAPEX-Plattform. Letzte Frage, wir sind alle in München, wir wissen, die Expo steht an. Seid ihr dort auch zu treffen? Beziehungsweise wo trifft man euch, wenn man mit euch treffen will? Wenn man nochmal auch über Kosten sprechen will, wenn man auch mal ins Tool reinblicken will, vielleicht nochmal live vor Ort in der Messehalle, wo seid ihr zu treffen? Genau, wir sind wie jedes Jahr wieder auf der auf der Expo. Wir sind in A3 und dort finde ich es jetzt gerade gar nicht exakt. A3 422, also. Aber über alasco.de kann man sich Genau. auch direkt einen Termin einbuchen bei uns. Das geht auch hier sehr schnell und digital natürlich. Und dann freuen wir uns auf nicht digitales Treffen auf der Expo. Super. Hat Spaß gemacht. Lieben Dank auch für die Ehrlichkeit mit Herausforderungen, die noch zu bewältigen sind. Aber ihr habt, glaube ich, vorneweg mal die ganze Reise dargestellt. Die Value Proposition ist, glaube ich, super interessant, weil am Ende des Tages geht es ja, wie gesagt habt, um das Thema Verheiratung von Wirtschaftlichkeit und Finanzplan, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist bei Alasco schon wirklich vorbildlich gelöst, weil ihr stark aus diesem Wirtschaftlichkeitsaspekt kommt und jetzt die CO2-Sachen stückweise ergänzt. Und wir hoffen natürlich auf der S&G-Seite, dass die Kunden da auch fleißig die Daten eintragen und wir nicht nur über sprechen bei der ganzen Diskussion, aber wir wissen alle, da sind die Standards auch noch ziemlich rar gesät. In dem Sinne, lieben Dank an alle, lieben Dank an den Chat. Wenn Fragen bestehen, gerne auch im Nachgang an die beiden zutreten. Ansonsten spätestens auf der Messe München, A3, Nova 3, bei den ganzen Techies. Ich glaube, eine coole Runde da. Und in dem Sinne, viel Spaß bei BuildWorld und danke euch. Danke. Danke, Jonas. Hat Spaß gemacht.